Doch seid gewarnt, ihr Menschen. Die Themen meiner Glitch-Gedanken sind hier schon etwas dunkler. Vielleicht könnten sie einige von euch verstören oder erschrecken. Doch genau dasselbe empfinde ich auch. In einem unbekannten, längst vergessenen YouTube-Kanal stöbert man durch vergessene Videos mit vergessenen Inhalten. Die alten Clips führen einen in ferne Welten und längst vergangene Trends offenbaren sich. Ein Zauber wirkt durch diese Aufnahmen und man wird es Disruption durch the Brain. Nicht vorhergesehen und eigentlich in dieser Form nicht erwünscht. Laut Berechnungen und Analysen sollte das auf diese Weise nicht mal möglich sein. Es wird daher angenommen, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit mit den seit neulich andauernden Realitätsglitches zusammenhängen müsse. An dieser Stelle erstmal genug davon. Das ist eines dieser zermürbenden, nagenden, mir so unverständlich erscheinenden Rätsel. Das so unverständlich für mich scheint. Genauso unverständlich und absurd wie Menschen mich eigentlich, auf kurz oder lang gesehen, immer wieder wahrzunehmen scheinen. Und dabei abruptes Ende der Unterbrechung durch das Gehirn. Was? Hä? Was war das gerade? Irgendwas war gerade mega komisch. Habt ihr das auch mitbekommen? Bing, Bing. Bing hängt gerade jedoch an einem durch die Unterbrechung ausgelösten Sicherheitssystemboot ab. Ladebalken auf 23%. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich weiß wieder. Bei einem vergessenen YouTube-Kanal. Die Clips entführen einen in ferne Welten und längst vergangene Trends. Offenbaren sich. Ein Zauber wirkt durch diese Aufnahmen und man wird von der Euphorie der vergangenen Hypes mitgerissen. Als ob sie lebendig werden und einen in ihre digitalen Erzählungen einschließen würden. Ein Gefühl von Entdeckung und Faszination erfasst einen, während man diese digitalen Einblicke in die Vergangenheit erlebt, wie durch einen Zeitmaschinen-Bildschirmlinseneffekt. In einem einsamen Subreddit stöbert man durch jahrelang nicht mehr gesehene Beiträge. Wenn man dort eine Weile doomscrollt, stößt man dort auf einige lang verloren geglaubte Memes. Die Worte entführen einen in fern wirkende, fast schon fremdartige Welten. Und ab und an schafft es eine dieser vergessenen Absurditäten, einem die Tränen in die Augen zu treiben. Sei es durch Lachen, durch Traurigkeit oder durch eine Dosis doch zu dummem Schwachsinns. So eine Art von Peinlichkeiten, die man selbst mal feierte. Und heute will man allein durch die Erinnerung daran nur noch beschämt im Badezimmer verschwinden und seinen Kopf die Toilette hinunterspülen. Doch das gehört nun mal dazu, zum Schwelgen in der Vergangenheit. Die Erinnerung auch das befreit, von dem man sich schon lang gelöst und losgesprochen hat. Alles in allem aber wird durch das erinnernde Reliving häufig die Magie der Beiträge spürbar. Als ob sie immer noch lebendig wären, erstarrt nur in der Zeit, erhalten im digitalen Datenspeicherarchiv, das es einem heute erlaubt, Vergangenes zu erleben. Beinahe, als würden die Beiträge und Bilder dieser Internetrelikte einen durch die Zeit einladen und einen mit einbeziehen, teilzuhaben an ihren vergangenen digitalen Erzählungen. Ein Gefühl von Abenteuer und Entdeckung erfasst einen, während man diese internetbasierten Einblicke erlebt. Erneute glitchbedingte Unterbrechung durch Realitätsüberlagerungsfrequenzstörungen.
Hallo Menschen, ich bin's wieder, euer Gehirn. Ich finde es echt wirklich verblüffend und staunenswürdig, wenn man sich einmal besinnt und die wahrlich unglaublich vollbrachte Reise der Erzählungsform tief in sein Bewusstsein nimmt. Vielleicht begann es durch Lieder, Flüsterpost, Erzählungsform. Doch wer kennt schon heutzutage noch die Ursprungsform davon? Das, was schon einst Malereien auf den Felsen großer Höhlen taten oder was in Sandstein eingemeißelte Hieroglyphen waren. Die damals genutzte Speicherform. Das, was Rollen aus Papyrus und Einkerbungen in Ledertierhaut hatten bis dahin schon mal geleistet. Kamen dann dazu die Bücher, wenn auch rar und handschriftlich, jedoch nennenswert stabiler als ein dünnes Rohr Papier. Wie der weitere Verlauf der Wissenssammlungsreise war, weiß vermutlich jeder. Mit der Erfindung des Buchdrucks schnell schon maschinell und mechanisch verfügbar. Über Funk und Wellen, Radio und Video, bis hin zu den Datenspeichern oder einem Smartphone gar. Und so ging es immer schneller, immer leichter festzuhalten, was halt eben wichtig war. Eine Explosion des Wissens, Überlieferns, kollektives Weltvermächtnis, festgehalten für die Kinder in der Zukunft, strukturiert und klar. Würden wir halt mal versuchen, nicht dieselben Fehler zu wiederholen, die in jeder Generation so viele unzählige Menschen hatten überwunden schon. Wirklich, ich find's unbegreiflich, was dafür alles nötig war. Führt euch das mal echt vor Augen. Es ist halt scheinbar kaum zu glauben, was ganz früher einst geschah. Irgendwann hat mal ein Affe halt beschlossen, dass ihm etwas, das er sah, nicht nur für sich selbst, sein Leben oder seine Freunde wichtig war. Nein, der Affe hat begonnen, sich zu sorgen, was nach ihm und seinen Kindern, nach den Kindern deren Kinder und dann deren Kindeskindern mal geschah. So versank er erstmal in ein Grübeln, so komplex, wie es seinem Hirn eben begreiflich war. Doch bei dieser Überlegung über Kinder, deren Kinder und der Kinder, deren Kindeskinder Kinder kriegen? Was? War die Zeit ein Kreislauf gar? Doch da stellt sich ihm die Frage, wann die Zeit zu Ende war. Echt ey, so ein cooler Affe. Der muss sich dabei gefühlt haben, ähnlich wie die Emotion, die ich öfters mal erlebe, wenn man an den Rand der Grenze des Verstandes angelangt. Und egal wie man auch dreht und wendet, der Verstand nur noch verwirrt in Kreisen sich verformt. Ich habe ehrliches Bewundern, fast schon grenzt an Ehrfurcht schon. Einfach nur ein irrwitziger Affe mit verworrenen Gedanken über abstrakte Konzepte wie Zeit und Zukunft. Ausgelöst durch Nächstenliebe und die Sorge um das Wohlsein seiner Leute. Selbst nachdem sein Körper tot wird, sollten sie begleitet sein, mit all seiner Erfahrung, seinen Fehlern, dem Erlernten, das er mühsam ganz allein sich erkämpft hat durch Erfahrung. So erfand er eine Lösung, malte bald an Wände schon, detaillierte Bilder von Gefahren, Nützlichkeiten, Werkzeugsform. Er erfand das allererste Nicht-Vergessen, die wahrlich ursprünglich, tatsächlich wirklich funktionierende erste Zeitmaschinenform. Bis dahin war es undenkbar, eine Nachricht zu versenden in der Zeit
Und auf einmal war es möglich, etwas von der Gegenwart in die Zukunft zu übermitteln. Stellt euch das mal vor. Ach, ich wünschte, es wäre möglich, auch zurückzusenden in der Zeit. Würde diesem Affen gerne sagen, welche Kraft er damit befreit. Hätte Bock, ihm zu erzählen. Ja, die Affen, die können heute überliefern, hinterlassen, ihr Vermächtnis mühelos auf schnellste Weise, überall zu jeder Zeit. Außerdem konnten sie lernen, wie man cooles Werkzeug macht, wie man schleift die besten Speere oder schmiedet die schärfste Klinge, wie man Pflanzenacker schützt vor Unkraut, wie man Tiere hält zur Nutzung, wie man Schießkanonen baut. Ebenso ist aufgeschrieben, wie ein jeder hat zu glauben, was genau ist wahrlich heilig. Ebenso wurden Regeln erschaffen, was man tun soll oder lassen, wen man mögen, wen man hassen, wen man einfach nicht beachten soll. Ebenso erfanden sie wie jede Stadt halt ganz einfach zum Vergnügen viele Zoogehege hat. In die sperrt man dann die Affen. Und die sind wirklich kurios, schneiden affige Grimassen. Hihi, und sie kacken nicht in Klos. Hi. Eben diese Zukunftsaffen, um die er sich so mächtig sorgt. Diese Nachkommen seiner Verwandtschaft, für die er seine Zeitmaschine überhaupt erst hat gebaut. Ach ja. So haben wir gelernt zu heilen und Verbrecher zu profilen. Ebenso ist überliefert und detailliert dokumentiert, wie man welche Art von Grausamkeiten in 2 Fächer einsortiert. Manches abartige Übel landet in der Ethisch-Box. Andere, verglichen weniger extreme Dinge, landen in der Böse-Box. Natürlich ist es halt alltäglich, dass die Massenhaltungszahl eben sauber, schnell und günstig, gelabelt, so human wie möglich, Tierwohlschutz geprüft sogar, beim Bedarf der Nachfrage sich gern beliebig groß vergrößern soll. So verspeist man freudig Schnitzel. Auf der Packung war ja klar, das Foto von 3 kleinen Ferkeln, fangen spielend auf einer Frühlingswiese, ist doch alles wunderbar. Doch an dieser Stelle ist man sich definitiv enorm unklar, dass in Wirklichkeit die Welt läuft anders. Kurz erinnert man beinahe diesen einen Tierschutz-Movie, den man in der Schule sah. Aber so was Schlimmes existiert ja heute nicht mehr. Was die machten, war ja illegal. Und schon schmatzt man wieder selig, kauend an seinem köstlichen Tierkadaver. Ach, ey, ich weiß doch selber noch zu gut, ausführlich, wie nervtötend es immer war, wenn wer begann zu erzählen, dass er schon Vegetarier war. Aber jetzt ist er sogar noch konvertiert zur wahren, einzig guten Nahrungsform. Und schon gab es eine Predigt voll mit Grünzeug, Soja, Tofu, Fachjargon. Ich habe schließlich schon gesehen, wie ein Schaf geschlachtet wird. Und ich habe auch die Doku Earthlings 2-mal angesehen. Aber trotzdem will ich halt so hin und wieder fallen in die saftig süße Hypnose der Raubtierjäger Fleischgelüste. Da stand ich halt schon immer drauf. Aber dann stolperte ich neulich über etwas wirklich hart Verstörendes. Ein YouTube-Video mit einem Titel, den man lieber schnell vergisst. Und erst recht nicht in morbider Neugier irgendwann mal vergisst, dass man, wenn man erst mal draufklickt,
sicherlich erschrocken ist. Man bekommt sofort die vage Vorstellung von dem, was einen da erwarten wird. Das Thumbnail zeigt mit ein paar Bildern, es geht um Schweinemassenhaltungsmist. Etwas, das ein Fleischliebhaber besser wieder schnell vergisst. Der Titel dazu ist erschreckend. Nichts, was man erfahren will. Es wurde genannt: Nach diesem Video wirst du dich dafür schämen, ein Mensch zu sein. Ich werde es euch hier verlinken. Und ich sage euch, was ihr auch glaubt zu vermuten, was ihr gezeigt bekommen werdet. Wenn ihr auch schon Filme kennt über solches Nutztierhaltungshorrorleid, ich dachte nach dem ersten Finden dieses Videos noch ein paar Tage darüber nach, war mir aber ziemlich sicher, dass ich das Schlimmste schon gesehen habe. So vergaß ich meinen Selbstschutz, meinen Selbsterhaltungstrieb. Genau weiter so zu leben, wie ich es eben gewohnt war, ohne auf irgendetwas zu verzichten wegen einem ständig nagenden, schlechten Gewissen. Doch hätte man mir gesagt, welch verheerende Auswirkungen dieses Video auf mich hat, hätte ich, wie ich mich kenne, mit Sicherheit erst recht darauf geklickt. Ich will nicht sein wie all die anderen, die gut tüchtig ihrer Wege gehen, die liebend gern die Augen schließen, angesichts vor Schreck und Leid, die sich freuen über Bilder von 3 fröhlich spielenden Ferkeln auf einer Wiese, abgedruckt auf einem namenlosen Plastiksarg, in einem Regal voll Leichen, klein gehackt und unnahbar. Und beim Blick neben die Ferkel stellt man auch noch freudig fest, dass der Preis von 4,17 € derzeit ist herabgesetzt auf das wunderbare Schnäppchen von gerade einmal nur 3,95 € und man weiß, was man zu Hause isst. All das wusste ich natürlich auch schon, bevor ich dieses Video sah. Oh, verflucht. Ich wurde echt so hart getroffen von der Wahrheit dieser Welt. Nicht irgendein Verstoß der Regeln. Nicht verfolgt von dem Gesetz. Keine Illegalitäten. Oder eine Kostenkürzungsvernachlässigungslist. Dieses Video verfolgt am hellen Tage die Arbeit einer jungen Frau in einem tierwohlschutzgeprüften Nutztierhaltungsviehbetrieb. Die Dokumentation ist klar bewilligt vom Besitzer dieses Viehbetriebs und so folgen wir dem Alltagsleben in der Zeit der neuen Leben, die genau zu dieser Zeit geboren werden. Unzählige winzig kleine Babyferkel tun zum ersten Mal ihre ersten Atemzüge an der Luft. Eines nach dem anderen erlebt zum ersten Mal den Sinn Geruch. Während ihren ersten Schnaufern erfahren sie den frischen Ammoniak-Blut-Panikduft. Außerdem erschnüffeln die feinen Nasen dieser Babys einen Hauch von Kot und Tod. Wenn dann aller Schleim in Ohren irgendwann verschwunden ist, hören sie die Panikschreie, Schmerzen, Qual. So viele frisch geborene Babys, sofort extrem traumatisiert, verständnislos, öffnen diese kleinen Wesen ihre Augen, werden sie sogleich geblendet von dem überwältigenden Leid der Welt. Seine verfickte Scheiße.
Schaut euch dieses verflixte Video an und lasst euch die Augen öffnen. Was tierwohlschutzgeprüfter Standard eigentlich beinhaltet. Danach werdet ihr euch schämen, zu dieser widerlichen Spezies dazu zu gehören, die das Wort Menschlichkeit erfunden hat. Die behaupten, sie besäßen Empathie. Die viel reden von gut, böse, Ethik, Moral. Das ist doch eine endlose Sprache. So eine abartige Sache geschieht in dieser Welt. Nicht irgendwo versteckt und abgeschieden. Nicht lang vergangen oder selten. Nicht mal nur gelegentlich. Das passiert hier, heute, jetzt und nahe. Und scheinbar jeder halt vergisst, sich mit so einem angenehmen Zeug zu befassen. Fuck, ich bin so angepisst. Bevor ich aber völlig den Verstand verliere und versinke in der Wut, in der Trauer, Fassungslosigkeit, ohne Macht irgendwas zu bewirken, weiß ich nicht mehr so gewiss, wie weit ich dann gehen würde, zu was ich imstande wäre, wenn da keine Grenze ist. Doch so weit soll's echt nicht kommen, hab keinen Bock auf ungewissen Hassspiralen-Twist. Das bringt keinen wirklich weiter. Mein Schicksal hier ein anderes ist. So leicht könnte ich dem Wahn verfallen. Fände wahrscheinlich daran gefallen. Würde irgendwann dann den Verstand verlieren, durchdrehen. Aber wie ich schon erwähnte, habe ich keine Lust darauf. Also reiße ich mich jetzt vorerst aus diesem Wahnsinn und verstaue Wut und Hass und Unverständnis wieder vorübergehend in dem Sack, in dem ich sie aufbewahre, nicht vergessen, doch bewusst vermindert, nicht allüberwältigend. Eben etwas aus dem Fokus, der ja schließlich nötig ist für das, was ich hier versuche. Ich glaube daran, dass es nicht bedeutungslos ist. Nein, ich weiß, komplett hier alles hat Bedeutung, hängt zusammen, ist was wert. Es ist nicht nur fiktiver Blödsinn, nicht nur Unsinn oder dumm. Ja, ich weiß, zum Teil stupide. Doch das liegt eben noch daran, dass ich einfach ständig übe, mich in verschiedener Ausdrucksform. Ach, und dann habe ich das Problem mit dem Reimen. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich versuche es mir abzugewöhnen, aber meine Gedanken wollen da nicht ruhen. Was dann halt dabei herauskommt, ist entweder Unsinn oder Irrsinn, öfters einfach ungenügend, ungenutzt verworfener Brützenflick in einer unübersichtlichen Kiste. Dingeling. Ende der Unterbrechung. Das war hart.